So, jetzt halt erstmal guten Abend, Sophie. Ich habe ja nie behauptet, dass man eine Wüste nicht gut gestalten kann, aber zu einer Wüste gehört auch nun mal viel Sand. Darf ich was sagen? Ja klar, darfst du was sagen, Klaus. Ich meine, man kann es schon gut gestalten, aber zu einer großen Fläche Wüste gehört auch nun mal viele Fläche Sand. Sonst wäre es keine Wüste mehr, sondern einfach nur ein Spielplatz. Und man kann hoffen, dass die Katze nicht reingemacht hat. In den riesigen Sandkasten. Ah, traveler, you've returned. Hey, wir kennen uns nicht, was willst du von mir? Yep. Hast du den Stoff? Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes, I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Tja, bloß weil Paimon sie wuscheln wollte. Toll, Paimon. Wirklich toll. Entschuldigung, schlecht zu wissen. Egal wohin. Nee, ist doch kein Problem, Klaus. Wenn ich mal eine antworte, bin ich entweder zu langsam, weil du so schnell deine Antwort löscht. Oder ich sag nix, weil eine Sequenz läuft. Ich rede in Sequenzen nicht rein, da ist mir egal, was wer schreibt. Außer ich habe mal einen dummen Kommentar zum Geben, dann vielleicht. Also wenn du ein bisschen nach der Sequenz warten kannst, kann ich dir gerne antworten. Außer ich übersehe es wirklich. Dann schreib's einfach nochmal. Die ganze Wüste voller Tierköttel, alter Bär, nee. Riesiges Katzenklo. Hol das Katzenstreu raus. Okay, der Name ist doch geil. Jetzt mal ernsthaft. Der Name ist doch nur geil. The rainforest is the Um? best place to live. Hey, wer bist du? You lie on the Nein, du sollst es ground, nicht überlegen, wer feel bist the du? heartbeat of the world. Nein, wer bist du, verdammt nochmal? Rudaba? Also deine Eltern haben sich doch einen Spaß erlaubt, jetzt mal ernsthaft. Johannan. Also da hat es zu Johanna nicht gereicht, oder? Da musst du mir doch das Ende anhängen. Laufe ich über Brüche? Achso, ich bis zum nächsten Tag warten. Okay, wer bist du? Amir. Das ist ein Name, den kann ich akzeptieren. Oder der ist in Ordnung. Zeitung Pfirsich. Was ist das da? Programmbeschwörung. Seltsame kleine Wesen, das Erscheinen der verheißungsvollen Zweige begleitet, ist das Dendrogranum. Es symbolisiert den Schutz durch die Dendrokraft. Bei Treffern mit heftigen Schlägen oder gezielten Schüssen führt das Dendrogranum abgestimmte Angriffe aus. Deinen Abenteuern wirst du auch auf Gegenstände stoßen, die du mit der Kraft des Dendrogranums aktivieren oder zerstören musst. Also im Prinzip wie das andere Zeug in Inazuma. Da vorne ist jemand von Hildschulden umzingelt. Wo denn? Keine Ahnung. Oh, cool. Ah. Guten Abend, Jonas. There's nothing wrong with reaping a reward every now and then. Da wird doch niemand von Hildschulden da oben? Die Köttel kann man bestimmt auch mit dem Dendrogranum entfernen. Nee, du kannst das als gutes Dünger benutzen dann, oder? Das sind doch keine Hildschulde, das sind irgendwelche Pilze. Da drüben ist das. Ah, widerliche Pilze, bleib mir vom Leib. Was ist das? Sie scheinen in Gefahr zu sein. Wir müssen schnell helfen. Wir könnten sie auch da stehen lassen. Oh, wie sie mit der kleinen Axt rumfuchtelt. Warte mal, die kämpft? Was ist hier los? Danke vielmals, sie war eine große Hilfe. Naja, du mit deiner kleinen Axt wolltest da rumfuchteln. Wir sehen können, bin ich die Waldhütermeisterin für diese Gegend. Alter, mir sind 10 Meter gelaufen. Ich dachte, Tagnari ist der Waldmeister. Waldhütermeister, der Waldmeister, ja. Mein Name lautet Rana. Ich bin Soras.
Palmer ist Palmer, wir kommen aus einem anderen Land. Verstehe. Nach eurem Aussehen zu schließen, seid ihr tatsächlich keine Einwohner des Waldes und scheint auch nicht aus dem gelben Sand zu kommen. Du meinst aus dem Katzenklo. Eure Kleidung scheint eine hohe Atmungsaktivität aufzuweisen, was bei Reisen in Sumeru von großem Vorteil ist. Atmungsaktivität hat zur Hälfte nichts an, Mann. Dann sollte sie Tainari kennen. Oh, sowas bist du auch mit Tainari bekannt. Auch wenn Tainari unnahbar wirkt, ist er doch ein guter Mensch. Als ich nach Ausbildung war, hat er sich sehr um mich gekümmert. Außerdem sind seine Ohren sehr ansehnlich. Es geht halt jedem nur um seine verdammten Ohren. Genau wie ich. Warte mal. Ich muss sie auch gerne einmal berühren. Paimon könnte heimlich vorbeifliegen und sie berühren. Sowas könnte Tainari wütend machen, oder? Ja, aber es geht nur um Paimon. Nicht wahr? Sie glänzt so schön. Ich frage mich immer, wie sie sich anfühlt. Das Kind bei ihm ist sicher auch sehr daran interessiert. Wir machen jetzt eine Gruppe auf. Tainaris Ohren. Rana, du meinst, ist das Kolle? Oh, du kennst auch Kolle? Kolles Gesundheit scheint nicht besonders gut zu sein. Trotzdem scheut sie keine Mühen, um den Wald zu beschützen und die Verwelkung zu beseitigen. Alle machen sich große Sorgen um sie. Mit dem Mosai als Waldhütermeister ist es unsere Pflicht, den Wald zu schützen, Reisen zu helfen und den Weg zu weisen. So, was ein paar Mal ja gesehen haben, ist die Lage im Wald in letzter Zeit nicht gerade ideal. Naja, ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Ich komme von da drüben. Sowohl die Pilzbestien als auch die Wildtiere sind überaus aggressiv. Und dann ist da noch die Verwelkung. Vielleicht besser, wenn ich euch begleiten würde. Meine Waldpatrouille führt mich als nächstes an Vimara vorbei. Von dort aus könnt ihr bequem auf dem Wasserweg nach Ormus und Sumeru reisen. Ja, aber ich darf ja noch nicht weg. Gut, aber es gibt etwas, das ich jetzt tun muss. Verstehe, ich werde auf euch warten. Passt auf euch auf. Ich werde einen Monat wahrscheinlich wieder kommen, steht sie immer noch da. Halb vergammelt. Boba Fett, guten Abend. Wie findest du den neuen Charakter? Collet finde ich cool. Wobei ich sie noch nicht gespielt habe. Und Tainari finde ich einen ziemlich arroganten Sack. Aber er kommt wahrscheinlich nur so rüber. Er ist halt ein netter Typ, der wohl ein bisschen so wirkt. Und scheinbar sind seine Ohren ziemlich flauschig. Die halben Gespräche gehen nur um seine verdammten Ohren. Guten Abend, Master. Oder eher Jamie. Ich mag auch solche Ohren haben. Alter, weißt du, wie schwer es ist, wahrscheinlich die zu putzen? Wenn sich da 5 Kilo Ohrenschmalz drin sammeln, keine Ahnung. Lars, guten Abend. Bäh. Was für ein Thema. Wirst du den pullen? Nee, werde ich nicht. Quietly now. Das sind beide Dendrobogenschützen. Ja, ich weiß. Hä? Irgendwer will mir noch auf den Sack gehen, da hinten. Und der hat's nicht mal mitbekommen. Kann man sicher gut drauf schlafen. Auf den Ohren? Also so groß sind die jetzt auch wieder nicht. Achso, ja stimmt, wir sollen bis 8 Uhr früh warten. Aber jetzt mal ernsthaft, also eins haben die noch nicht begriffen. Wie schaut's denn mit der Sicherheit aus? Hier ist nirgendwo ein Geländer, außen ein bisschen da vorne. Und das ist ja wohl kein richtiges Geländer, Mann. Wo sind denn hier die Sicherheitsbestimmungen? Gibt's hier keinen Beauftragten, der dafür sorgt? Weißt du, so lumpige Seile. Also Deutschland würde es nicht abgesegnet werden, ey. Das würden die sofort abreißen. Diese Baubestimmungen. Was das alles kostet. Warte mal, wir pennen mal bis früh, dass wir weitermachen können. Und 5 Jahre für die Neuplanung brauchen. Ja, und danach fangen sie an und reißen es dann doch wieder ab. Na gut, die letzten paar Stunden hätte ich auch noch rumgammeln können. Wann kommt die Wüste? Keine Ahnung. Mit dem nächsten Patch wahrscheinlich. Paimon was thinking all night about what happened with Kale and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Naja, wir sollten das vorsichtig angehen. Wir gehen hin und schütteln sie, bis sie es uns erzählt. Ja, ich muss die Mangas noch lesen.
Oh, der Tainari. Wahrscheinlich das Kollege abgehauen, oder? Hey, Flauschohr. Flauschiges Ah, Öhrchen. it's you two. I was just about to go look for you. Ja, ja, deswegen stehst du hier dumm rum, ne? Du wolltest gerade zu uns gehen. Tainari, what are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. Alter, wir sind einen Tag. Seit dem Tag... Sich in den Tagen seit eurer Ankunft. Alter, wir sind gestern angekommen. Gut. Eine Nacht davor, aber trotzdem. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Ja, ja, ihre Medizin, ne? Dori werde ich wahrscheinlich versuchen zu pullen. Die Überlegung auch ist, dass ich vielleicht für die Kokumi war ja, glaube ich, als zweites dran, ne? Dass ich für die, glaube ich, pull, weil die würde ich schon irgendwie gern I haben. love listening to the rain from the courtyard. Hier ungefähr. Wow. Hast du 75 Genshin Impact? Ich würde gerne die 600 voll machen, Let's aber das continue our brauchen wir nicht. conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Der hat bestimmt live dabei zugehört, Alter, wie mir das Zeug in Liyue und Inazuma und Mondstadt gemacht habe. Ich meine, der hört es doch von da aus, oder? Mit den riesen Blauschi-Ohren. So, just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because, Weil du Klatschmaul bist? well, because Kale asked Oh. me to. Okay. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Okay, das ist ein cooler Name für eine Krankheit, das muss man schon dazu sagen. Aber es ist immer noch eine Krankheit. Elazar? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Vielleicht die Kontrolle über seinen eigenen Körper. Deswegen auch diese Stolpereien und das ganze Zeug. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Linkisch? Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. Ist diese Krankheit heilbar? With appropriate treatment,
the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. Diese Drecksfatuje, ne? What? The Fatui? Alter, den wir so in den Arsch treten, wenn wir bei denen ankommen. Ah, it appears you are already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. Il Dottore. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Wie ist Colles Zustand jetzt? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. Alter, mir ist nie sein Schwanz aufgefallen. Nicht mal in den Trailern. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Können wir auch mitkommen? Yeah, we'd like to do something to help Kale too. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as Lunar Lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Wir Tainari, sollen auf ihn hören. where exactly are we going to find this plant? Lunar Lotus can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. Lunar Lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Kalpalata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. Biene Maya. Stimmt, ja. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Das ist so geil. Der fängt da voll passioniert an zu erzählen und Blume hier und Blume da und Paimon so, okay. Was geht denn jetzt ab? Und? Hä? Oh, es hat funktioniert. Stimmt, das sind die Dinger, was ich umstellen kann. Der Schwanz auf der Nase ist genauso flauschig wie die Ohren. Ich find's lustig, dass YouTube das ausgeblendet hat, ne?
YouTube denkt halt sofort zweideutig. We're Böses waiting on YouTube. the schedule. Kleines versautes YouTube. Ups. Hui. Springt sie dann eigentlich höher? Ne, immer gleich hoch, ne? Warte, wo ist der Geist denn da? Ghostbusters. Alter, es ist halt schon irgendwie gerade geil. Ich meine, wir sind jetzt schon eine Stunde ungefähr, naja, ungefähr eine Stunde in Sumeru und wir sind noch keinem Drecksschleim begegnet. Das ist schon geil. Ja, ja, lass mich in Ruhe, ihr komischen Pilzfuzis. Ich meine, in anderen There's Gebieten kannst du ja nothing keine wrong 5 with Meter keeping gehen, ohne a dass der reward Schleim every now auftaucht. and then. Scheiße, Hilichurus. Nee, doch, Hilichurus habe ich doch auch schon gekillt, oder? Oder bin ich jetzt doof? Next on the Ich habe doch agenda. vorhin Hilichurus gekillt. Ah, die Musik ist schon geil. Also ich bin schon mal froh, wenn da die Schleime mal nicht mehr so oft rumgammeln. Wahrscheinlich gehen mir die Pilze dann irgendwann auf den Senkel. Aber die Pilze sind immer noch besser wie diese dämlichen Geister in Inazuma. Frischer Nino Pala Lotus. So, wir klauen nur das Innere. Alter, dann wird die ganze Blüte mit. Alles geklaut, nichts mehr da. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. Ich glaube, ich habe jetzt 8, oder? We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Bin fertig. Alright. Hey, Tainari! We found the lotuses you requested. Palmer durfte nicht mal aussprechen, was sie sagen wollte. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Ich find's immer geil, wie die immer so hart übertreiben. Also deine deine Erfahrungserkundung ist schon der Hammer. Weißt, 5 Meter nebendran ist der Fluss, wo du einmal im Kreis läufst und alles hast. Das ist also so. Oh mein Gott. Wie konntest du nur diesen Zahnstocher aufheben? Das war ja unglaublich. Hey, Tainari! Ah, verdammte Stalker wieder. Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Weißt du, der hat 2 Meter Ohren und die will ihr mal erzählen. Hast du das gehört? Da drüben ruft dich jemand. Warte mal, was ist das da jetzt? Hast du es noch? Hä? Ach, der öffnet sich nachts. Das ist sehr cool. Hä? Habe ich den anderen nicht schon eingesammelt? Ich kann nicht aufhören einzusammeln. Hilfe. Neue Sachen. Ich muss mitnehmen. Achso, ja, und so mal ganz nebenbei erwähnt. Rekord momentan mit 41 Zuschauern. Danke auch an alle Stillen, die wo dabei sind. Hammer.